Heute interviewen wir Birgit Lechtermann, auch genannt Biggie. Hallo. Freut Hallo. mich, dass du heute Zeit hast, mit uns mal über deine Computer- und Journalistenvergangenheit zu reden. Ja? Ja, okay, gerne. Ich hatte ja im Vorfeld schon Chris Spanik und Wolfgang Back und dann haben alle zu mir gesagt, jetzt hast du die beiden, jetzt musst du die Biggie auch noch interviewen. Wobei ich glaube, von der reinen Technik haben die mehr Ahnung, ja. Aber schauen wir mal, ob ich noch Ahnung habe. Ja gut, Klaus Möller steht ja leider nicht mehr zur Verfügung, ne? Schade, ne? Sehr schade. Sonst Sehr, hätten wir sehr jetzt, schade. Ein so lieber Kollege, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. sonst hätten wir jetzt eine Dreierkonferenz gemacht. Auch Aber cool. gut, aber gut. So und denn, fangen wir doch erstmal ganz früh an. Wie kamen Sie eigentlich zum Journalismus? Also ich habe ja eigentlich eine Ausbildung begonnen, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ich wollte ursprünglich sogar Medizin studieren. Bei einem der größten Medienunternehmen der Welt, hätte ich fast gesagt, nämlich bei Bertelsmann im schönen Gütersloh. Und dort irgendwann kam das Thema auf, wir wollen einen Radioclub gründen. Und dann wurde irgendjemand ausgeguckt, der in dem Alter ist und der junge Leute versteht. Und das war ich. Und dann hieß es immer wieder von Luxemburg aus, samstags gab es eben solche Interviews, damals noch per Telefon. Und irgendwann wurde die Kollegin krank, die diese Sendung Radioclub 2 Stunden am Samstag machte. Und dann hieß es, du musst da jetzt nach Luxemburg fahren und die Sendung machen. Ich kürze das ab. Das war super. Man hat mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, du passt genau hinter das Mikrofon. Ich sage, okay, willst du nicht kommen? Und dann hatte ich schon meine eigene Sendung. Die hieß damals Liederlotto, morgens um 11 Uhr. Und dann klingelte eines Tages in der Sendung, wir hatten ja immer Live-Aktionen interaktiv mit den Hörern, klingelte neben den Anrufern noch unser Telefon aus der Villa Louvigné vom Sekretariat. Und da hieß es dann, du sag mal, da kommt gleich ein wichtiger Anruf, da musst du mal dran gehen. Du hast die ganze Zeit aufgelegt. Ja, ich sag, mich ruft immer einer an, der sagt, hallo, hallo, ich bin der Unterhaltungschef vom ZDF. Und daraufhin habe ich immer nur geantwortet und ich die Kaiserin von China. Und dann sagte die Kollegin aus der Villa Louvigné, wenn du jemals einen Job beim ZDF willst, dann geh mal ans Telefon. Ich sage, während der Sendung? Ja. Und dann bin ich tatsächlich reingegangen, da war der damalige Unterhaltungschef dran, der sagte, wollen wir uns mal verabreden, wenn Sie so aussehen, wie Sie klingen, glaube ich, sollten wir das dringend tun, dann könnten wir auch mal über Fernsehen reden. Okay, das wäre ja heutzutage schon fast ein Vorurteil. Ja, stimmt, aber es war damals so. Es war tatsächlich der Wortlaut und das stimmt, das wäre echt ein Vorurteil, da würde meine Tochter jetzt sagen, so geht's nicht, aber damals war es so und dann hatten wir uns getroffen und dann wurden wir, sagte er relativ schnell, Kinder- und Jugendsendung, weil ich war ja noch ganz jung, das wäre genau das Richtige. Okay, ja, und wie kommt dann der große Bogen zur Computersendung? Jetzt muss man natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt, also ich bin ja selber 82 geboren, das heißt, ich habe nur die Ende der 80er noch in Erinnerung als kleines Kind, aber ich Ja, weiß, dass meine Eltern immer gesagt haben, ah, Computer sind eh nur zum Spielen und naja, und dann gab es natürlich noch die andere Sparte, die gesagt hat, Computer nehmen uns die Arbeitsplätze als Lehrer weg und so weiter. Also die Zeit, dass so die Erwachsenen sagen würden, Computer sind wichtig und werden irgendwann mal unser Leben bestimmen, war ja eher nicht so. das ist richtig. Ja, und wie kamst du dann darauf zu sagen, ich mache dann doch eine Computersendung? Also Einfach ich war Technik dann offen oder? Ja, also ich war ja beim ZDF dann, habe zum Beispiel das Ferienprogramm moderiert und hatte sehr viel Kontakt in die Kinder- und Jugendabteilung und begegnete dann auch unserem geschätzten Kollegen Herrn Möller. Und der hat dann gesagt, ja, ich plane da was so mit Computern. Und ich sage mit Computern, ja, und auch mit Computerspielen und so. Aber da gibt es ein Casting für die Sendung. Willst du nicht zu dem Casting kommen? Ich sage, okay, völlig unbedarft. Und dann hat er sozusagen dieses Casting durchgeführt. Und es ging ja nicht nur um Computer, um Spiele, sondern es ging auch um Information, aber auch um Spaß und Entertainment. Und dann hat er damals gesagt, super, du vereinst beides, du kannst auch gut erklären. Also ich konnte mir relativ schnell einen Stoff durchlesen oder mir einen Computer anschauen oder ein Spiel anschauen und konnte das zusammenfassend erklären, kurz und bündig. Und ich glaube, das hat damals den Ausschlag gegeben und dann ging es direkt rein in Computer Corner.
Okay, interessant. Jetzt ist es natürlich so, man hat ja auch da Gesprächspartner, Interviewpartner. Wie läuft denn so eine Planung von so einer Sendung ab? Also das war damals, glaube ich, mal etwas anders als heute. Weil Ralf Möller, der hat einfach, sagen wir mal, der kam und hatte irgendwelche Spiele unterm Arm und dann noch irgendwelche, entweder Atari, Commodore-Teile oder sonst irgendwas und sagte dann so kurz vor der Sendung, wow, ist gerade reingekommen, das müssen wir gleich spielen. Und also es gab nicht so eine Mega-Vorbereitung. Natürlich wussten wir, worum es geht. Aber wir haben dann im Studio immer groß geschaut und gesagt, boah, das ist ja toll. Also so, es war auch so ein bisschen immer, ja, spontan und dadurch auch sehr authentisch, weil ich mich auch vorher mit den Computerleuten, mit den Entwicklern immer unterhalten habe, bevor es dann in die Sendung ging. Ja, zum Beispiel dieses Werner-Spiel, was in dieser einen Sendung Ah, 1988 gezeigt worden ist, von Feldmann Brösel. Ich weiß noch, ich habe mir das angeguckt und fand ja, das recht witzig, dass er gemeint hat, ja, am Anfang fand ich das ganz witzig, die Pixelgrafiken für das Spiel zu machen, aber irgendwann war mir das zu aufwendig und habe gesagt, lass es die Profis machen. Da wird man doch heutzutage sagen, das kann man doch eigentlich nicht mehr die Kamera sagen, oder? Dass einem das zu langweilig ist, ja, mit also Computern zu arbeiten. ja, also weiß ich nicht, wenn man den ganzen Tag vielleicht nur programmieren muss, obwohl das viele Leute als sehr aufregend empfinden, ja, weiß ich nicht. Aber er kam ja auch ganz woanders her, das muss man auch so sehen, ja. Der kam wirklich von einer ganz anderen Ecke und da muss man ja sitzen und muss einfach nur still vor sich hin programmieren. Also das konnte ich schon verstehen, ja. Aber wir hatten ja auch viele Kreative in der Sendung, die tatsächlich große Programme entworfen haben. Und das war schon sehr spannend. Also erstmal, wie die auf die Idee kamen und wie sie es dann auch umgesetzt haben. Also es ging ja relativ schnell auch über in Spiele, sagen wir mal, wo man gegen Gegner, ich hätte fast gesagt, ja, also wo man nicht gegen den Computer spielte, sondern wo sich eine Community zusammentat. Und da war es dann richtig spannend. Hat man die Gäste irgendwie instruiert, was sie sagen sollen oder was sie nicht sagen sollen? Hat man einfach gesagt, damals, wir nehmen einfach, was so kommt und nehmen das dann auf? Also klar gibt es wie immer, also so ein bisschen journalistisch sind wir dann ja schon, ja, gab es wie immer ein Vorgespräch. Also das war ja kein Blind Date, ja. Ach, Sie sind das, warte mal, wie hieß noch das Spiel? Sondern man hat sich, ich habe mir das vorher angeschaut, wir haben uns vorher unterhalten und dann gab es dazu ein Interview. Ist ja interessant, dass du das so siehst, weil der Klaus Möller hat ja auf Videospielgeschichten-Blog einen Artikel geschrieben über Computer Call und hat eher gemeint, dass es eher leidenhaft war und dadurch war aber die Sendung günstig. Ja, aber laienhaft, glaube ich, meinte er anders. Und zwar am Anfang hatte ja auch sage ich mal, auch beim Fernsehen niemand so recht Ahnung, was kommt da. Also, da kamen dann plötzlich irgendwie Computer ins Studio und der Techniker sagte, müssen wir das anschließen an die Videowand? Ja, das müssen wir anschließen. Wenn das kein vernünftiges Fernsehbild hat, dann schmeißen wir das raus. Na klar hatte das erstmal kein vernünftiges Fernsehbild. Und das war ja erstmal, das war ja sozusagen, ne, das sind zwei verschiedene Dinge, die aufeinander prallten. Dann haben wir natürlich irgendwann gesagt, Moment, da müssen die her, die Ahnung haben, die müssen dann den Computer auch so anschließen, dass es einigermaßen gut aussieht. Und ich glaube, das meinte er mit ein bisschen laienhaft, weil wir da nicht rangegangen sind und wir hatten auch keine, ich sag mal, 500.000 Euro, wie es vielleicht heute Entertainment-Shows haben, um so eine Sendung zu machen, sondern das war natürlich so ein bisschen, ja, wir schauen mal, okay, dann holen wir uns einen, der es kann. Hat man so ein bisschen nach rechts und links geguckt, was zum Beispiel der WDR Computer Club 2 Jahre später, hat ja 82 angefangen mit deren Sendung, die haben ja da schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Haben dann die öffentlich-rechtlichen Sender miteinander kooperiert oder irgendwie sich was abgeguckt? Oder Soll ich war jetzt das ganz irgendwie ehrlich sein? totales Autark? Nein, Gerne. die Antwort ist nein, weil unsere Sendung auch anders war. Wir hatten ja auch immer Ja. zum Beispiel zwei Schulklassen und so in der Sendung, ja, die dann nachher auch mal gegeneinander spielen konnten in der Sendung und als Publikum auch mitgemacht haben. Das war ja ein bisschen anders. Es war ja ein bisschen actionreicher und es ging ja über die eigentlichen Spiele oder, sage ich mal, Beschreibungen der Spiele hinaus. Und eigentlich haben wir da, nö, wir haben da nicht geguckt, wir haben nicht geschummelt. Das ist interessant, weil Wolfgang Back habe ich dieselbe Frage gestellt, auch gemeint, nö, die anderen haben uns nicht interessiert. Ja, so kann man es auch sagen. So kann man es auch auf den Punkt bringen. Ich war ja noch charming. Es war ja so, dass
die Computer Corner ging ja eigentlich nur 4 Jahre, 85 bis 88. Und ich frage mich, gab es da irgendwie einen Grund, dass das so schnell abgesetzt worden ist? Oder war die Zeit dann irgendwie abgelaufen? Das ist ja eigentlich der Fehler. Es ist ja gar nicht abgesetzt worden, sondern wir haben überlegt, eigentlich hätten wir nur noch weiterhin neue Spiele, neue Geräte und vorstellen können. Das hatte sich unserer Meinung nach vom Konzept her irgendwann überholt. Und wir haben gesagt, warum weiten wir das nicht aus? Es gibt so viele andere Themen. Lass es uns nicht nur Computer Corner nennen, lass es uns Technik nennen, Technik 2000. Und dann ging das so ineinander über. Und dann hatten wir auch plötzlich ganz andere große Themen. Nicht eben nur Computer. Und das war auch spannend. Ja gut, da kommen wir nachher später nochmal drauf zurück. Aber jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, neue Konzepte. Warst du dir damals schon bewusst? Zum Beispiel hast du ja in einer Sendung das Robo-Rascals vorgestellt von Danny Bunton. Das war ja ein später Danielle Bunton. Das ist ja Nummer 1 schon ziemlich krass, dass man ein Produkt vorstellt, denke ich mir, für die damalige Zeit von jemandem, der noch seine Identität finden muss. Und dann war ja noch das Spiel Robot Rascals noch das erste computerunterstützte Kartenspiel. War ihm das damals bewusst, welche neuen Welten man da auftaucht? Oder war das einfach so, naja, ist halt jetzt ein Kartenspiel mit Computerunterstützung? Also ich habe nach den ersten Sendungen eigentlich immer meinem Vater so ein bisschen erklärt, worum es als die noch nicht, das waren ja aufgezeichnet, die waren ja nicht live, ne? Und dann immer, wenn ich dann nach Hause kam, habe ich gesagt, ach, wir haben wieder Sendungen aufgezeichnet mit denen und den Themen. Da hat er mich immer riesengroß mit Brille angeschaut und hat gesagt, ich verstehe gar nichts. Weil es war halt schwierig damals, ja, auch sage ich mal, den Eltern zu erklären, hey, es gibt jetzt nicht nur ein Nixdorf-Computer bei dir im Büro, sondern es gibt tatsächlich auch einen coolen Computer und Konsolen, mit denen man spielen kann. Das war ja auch alles noch ganz neu. Und natürlich haben wir das ein oder andere Programm vorgestellt, das dann anschließend so richtig mega Kult wurde. Aber damals war uns das nicht bewusst. Also wir haben alles vorgestellt und haben gedacht, okay, das ist einfach normal. Ja, zum Beispiel Bard's Tale, das ist ja sehr erfolgreich geworden, dieses Rollenspiel. Damals noch mit dem Kollegen Heinrich Lennart vorgestellt. Von der Powerplay gab es da also eine Kooperation, ne, in solchen Themen. Ja, also es gab schon eine Kooperation insofern, dass man einfach gesagt hat, man holt sich die interessanten Leute auch zum Interview. Ja, aber dass das jetzt unbedingt eine Kooperation hatten wir mit niemandem irgendwie. Okay. Ja, ja, es ist ganz interessant, weil ich weiß noch, ich hatte mal Stuart Chaffee interviewt von den Computer Chronicles und hat immer gemeint, es war schwer am Anfang die Leute zu überzeugen, in die Sendung zu kommen, weil die haben immer gedacht, ja, was springt dann für uns bei raus? Ja. Habt ihr überhaupt genug Zuschauer? Nützt das Format überhaupt irgendwas? Kriege ich genug Sprachzeit? War das ein Thema in der Computer Corner? Nee. Also es hatte sich relativ schnell rumgesprochen, was wir zeigen. Das war ja außergewöhnlich, dass im Studio Action ist und alle sind gerne gekommen und alle haben auch gerne etwas vorgestellt. Später war es dann ja so bei der Sendung Technik 2000, dass wir dann mehr rumgereist sind. Wir waren ja zum Beispiel auch in Palo Alto, da haben wir auch gedreht. Da habe ich übrigens mein erstes Apple Laptop, das habe ich hier irgendwo noch rumliegen. Ich weiß aber, hätte es rausgesucht. Das war so dick war der Laptop, so dick, ja. Und mit so einem Knopf noch in der Mitte und so weiter, den habe ich damals dort sogar geschenkt bekommen. Ja? Und weil ich den so irre fand und die so in Versuchsphasen waren mit dem Teil. Also wenn man sich das mal alles vorstellt, ja, diese Entwicklung ist so rasant geworden, das hätte man damals auch nicht gedacht. Jetzt hattest du gesagt, dass dein Vater und so das immer sehr interessanter fand und nichts verstanden hat. Und du hast ja wiederum gesagt am Anfang, du konntest dich recht schnell in neue Themen einfinden. Das heißt also praktisch, war da vorher schon Interesse generell über die Computerei oder war das wirklich nur durch die Sendung getriggert, dass du dich jetzt damit befassen musst? Andersrum. Ich habe schon immer Technikinteresse gehabt. Ich habe mal mein Auto zerlegt, ein Cabrio. Da haben alle gesagt, bist du irre? Das war so ein Uraltkäfer, ja, so ein Cabrio. Und da habe ich gesagt, wieso? Der muss lackiert werden, ja. Also da kann ich doch wohl mal die Kotflügel abschrauben und so weiter und dann lackieren wir den.
Ich war unheimlich vertraut mit Technik. Das war auch alles kein Problem. Bei dem Käfer war es allerdings so, dass wir den in der Werkstatt eines Freundes lackiert haben, der Tischler war, in einer Schreinerei. Und wer schon jeweils ein Auto in einer Schreinerei lackiert hat, der weiß, was dann passiert. Wenn die Farbe trocknet, sieht der nachher aus wie Orangenhaut, ja, weil er kommt ja nicht in diese Kammer, in diese Trockenkammer, sondern da fliegen ja alle möglichen Späne noch rum und sowas. Oh, okay. So sah der auch aus, aber ich habe ihn wieder zusammengeschraubt bekommen. Also Technikinteresse war schon immer da. Ich habe dann ja auch Autorennen gefahren und sonst irgendwas. Also ich habe mich schon für all das interessiert. Autorennen, okay, das wusste ich noch nicht. Ja, Ford Fiesta Cup und dann noch Alfa Romeo Cup und sowas alles. Also es hat richtig Spaß gemacht. Dazu braucht man aber auch den entsprechenden Führerschein und auch die entsprechenden Lizenzen, sagen wir mal. Und ich habe mich einfach für Technik interessiert. Und irgendwie hatten auch mal die Jungs früher, als ich ganz jung war, da hatte ich eine Mofa, ja, hatten die versucht, die schneller zu machen. Und da habe ich gesagt, sag mal, was macht ihr denn? Da muss man einfach mal was aufbohren da unten, ja. Und dann kommt der Witz an der Sache. Dann wurde das Ding so schnell, das werde ich nie vergessen. Es kam ich bin anscheinend über eine Ampel gefahren, halt, ne, so. Und dann wurde ich geblitzt. Und dann hat mein Vater, ja, so einen Bußgeldbescheid bekommen. Da stand drin, mit dem Mofa, ich weiß nicht, mit 80 geblitzt worden. Und mein Vater, das geht doch gar nicht. Das geht, wie soll das gehen? Da muss ich aber erst mal hingehen. Das ist doch gar nicht möglich. Und ich nur, oh weia. Ja, frag da bloß nicht nochmal nach. Ne? Ja. So ist es. Krass, krass. Also deine Frage war, ich habe schon immer Spaß an Technik gehabt, ja. Auch heute ist das so, ich fummel mich da so rein. Also meine Kollegen sagen dann immer, hä, wie machst du das am Computer? Du gestaltest deine eigenen Präsentationen, das, jenes. Du bist auf Instagram, auf Facebook, du machst da alles Mögliche. Ich fummel mich da rein, weil es mir auch Spaß macht. Das ist natürlich super. Also praktisch, dann hat man auch ein bisschen Hobby dabei. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wie sieht das aus mit Diskussionen? Ich meine, die Themen wiederholen sich ja. Zum Beispiel bei Computerspielen das Thema Killerspiele, Gewalt und so weiter. Wie war das damals? Das war ja eigentlich ein neues Medium. War das Ganze noch verteufelter als heutzutage, trotz der Pixelgrafik? Ja, also man hat schon Angst gehabt vor wirklich auch um solche Themen, ja, Ballerspiele und sowas alles, das war schon so ein bisschen, Ich glaube aber, am Ende wurde nicht so viel Beachtung geschenkt, weil eigentlich zum Beispiel das Fernsehen als Medium viel größer war oder Radio viel größer war. Jetzt, wenn wir uns das heute betrachten, hat sich das ja fast umgekehrt. Ja? Ich habe letztens, also ein Kollege war heute noch hier, der früher auch beim ZDF war, der hat mich heute noch besucht, der hat gesagt, kannst du dir vorstellen, dass es Communities inzwischen gibt in anderen Ländern, die so groß sind wie große Stadien bei uns und da werden dann Games, ja, spielt man gegeneinander, ausgeführt, fast wie bei den Olympischen Spielen. Und da habe ich gesagt, also da sagt er, das ist so ein Massenphänomen. Und das hat es natürlich früher in der Form ja nicht gegeben. Ich meine, man musste sich ja auch mal so einen Computer oder so einen Spielecomputer leisten können. Allerdings, und jetzt kommen wir zurück zum Kern der Frage, ja, ich glaube schon mit meiner Erfahrung in den Medien, dass die Ballerspiele ja nicht unbedingt einen, ich formuliere das jetzt gerade mal vorsichtig, positiven Einfluss auf manche Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen nehmen können. Habe ich das juristisch gut gesagt? Also, keine Ahnung, ich bin kein Jurist, ich bin ITler. Ich habe es vorsichtig formuliert. Ich glaube eben einfach, dass es ungesund ist, wenn junge Menschen nur vorm Computerspiel sitzen und irgendwelche Ballerspiele, Killerspiele machen. Das ist auch nicht meins. Also ich finde, da muss man irgendwie hingucken, gut hinschauen, muss sagen, ist das noch gesund? Ist das gut? Was passiert da? Und man merkt ja auch dann, dass irgendwie, wenn sich dann junge Menschen immer mehr zurückziehen, spätestens dann sollte man da sagen, halt, stopp. Ich kenne aber auch bei Erwachsenen das Problem. Es gibt ja echt irgendwie spielsüchtige, computerspielsüchtige Menschen. Ich habe eine Freundin, deren Mann war echt computerspielsüchtig. Die sind inzwischen getrennt, ich muss es leider so sagen, weil er Tag und Nacht am Computer saß. Und auch da muss man sagen, wenn das in so eine Sucht fällt, Vorsicht, Vorsicht. Okay, krass.
Ja, man muss natürlich auch sagen, in der Computer Corner sind natürlich auch, sagen wir mal, die Bilder gut gewählt gewesen. Bei Bard's Tale hat man eher so auf das schöne Intro und im Spiel so, wie man durch die Gänge schleicht, aber nicht, wie man gerade ein Monster tötet. Ja, klar, das hat man natürlich nicht gezeigt. Nein, weil da hat man doch schon mal ganz genau hingeschaut. Ja, aber das ist doch heute gar nicht mehr zu vermeiden, weil jeder doch sowieso, also damals konnte man ja auch noch ein bisschen Einfluss darauf nehmen. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Ich meine, jedes Kind kann, wenn es denn ein Handy hat, ein Smartphone, kriegt Zugang zu irgendwelchen Spielen. Also das ist ja unvermeidbar. So, und ich denke einfach, dass Aufklärung gut tut und Hinschauen gut tut. Also ich habe nichts dagegen. Finde auch Spiele klasse, aber man muss schon genau gucken, was passiert da. Was ich interessant fand, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen mit Danny Bunton und seinem Robert Rascals, du hast am Ja, Anfang wirklich so die Geschichte erzählt, ja, der hat vorher Mool gemacht, was sehr erfolgreich gewesen ist, so ein Wirtschaftsspiel also in so einer Alien-Universum, da muss man sich doch teilweise richtig reinfuchsen, um so das so zu wissen. Und ich denke, das war ja damals wahrscheinlich auch viel, viel schwerer als heutzutage. Heutzutage guckt man Wikipedia, weiß man alles, was man ja, das wissen stimmt. muss. Das stimmt. Aber deshalb sage ich ja immer, ich würde jetzt fast sagen, damals haben wir das alles noch angeschaut, recherchiert, zusammengestellt, uns überlegt, wie komprimiert kann ich das erzählen, dass es auch jemand versteht. Und haben nichts nachgeplappert, was es schon gab, weil es gab ja keine Abziehfolien, wo man irgendwas übernehmen konnte. Und da hast du vollkommen recht, das ist natürlich heute mit Wikipedia anders. Darum passieren ja auch so viele journalistische und handwerkliche Fehler, weil da wird irgendein Fehler 500 Mal übernommen und nicht korrigiert. Und schon ist sie mal 10 Jahre älter als in echt, ne? Und das ändert sich dann auch nie mehr. Wenn er wenigstens jünger wäre, dann wäre es gut. Ja, stimmt. Genau, das ist ja dann praktisch bei einigen YouTubern passiert, die dann auch Biografien herausgebracht haben, um das Ganze zu berücksichtigen. Das ist ganz witzig. Ähm, Gibt es denn irgendeine Situation, irgendein Gast oder irgendein Spiel, was dir besonders viel Spaß gemacht hat in dem Computer Corner? Was dir so hängen geblieben ist? Nein, ich meine, wir haben immer wieder mal die Klassiker gespielt. Ganz ehrlich, Pong war doch wohl ein Klassiker, ja. Und wenn wir Zeit hatten im Studio, dann haben immer alle geschrien, Pong! Und dann haben wir das natürlich auch gespielt. Ja, klack, 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 klack. Ansonsten, nee, mir ist mehr, also ich fiel dann fast mehr an, als wir über wirklich coole Technik auch gesprochen haben, außerhalb des Spielesektors bei Technik 2000. Da sind natürlich so Interviews wie in Palo Alto. Wir waren da in der Garage, wo ich sag mal, Steve Jobs da die Sachen entwickelt hat und so. Solche Sachen waren natürlich dann, die sind auch hängen geblieben und ungewöhnlich gewesen. Wir sind mit dem Airbus geflogen, mit einem der ersten aus Toulouse, haben gezeigt, wie der fliegt mit einem Joystick vorne drin und haben gesagt, guck mal, den könnten wir auch fliegen, weil wir kennen ja alle Simulationsprogramme, was natürlich Quatsch ist, ja, aber er hatte immerhin einen Joystick. Und solche Geschichten waren dann auch sehr, sehr cool, weil es einfach nochmal eine Nummer größer war. Wobei er auch bei Technik 2000 oder auch beim Computer Corner auch teilweise etwas trockene Themen hatte. Zum Beispiel bei Technik 2000 ging es eine Sendung drum, wie man am besten Strom spart. Dann denke ich mir so, naja, das ist aber ein extrem trockenes Thema. Aber das war gar nicht so trocken. Das ist mega spannend, weil ja, es kam immer mehr Computer auf, es kam immer mehr Technik auf. Und siehe, wenn wir jetzt mal heute rückblickend schauen, wir waren doch unserer Zeit weit voraus, oder? Das stimmt allerdings, ja. Oder bei der Computer Corner zum Beispiel Schachcomputer. Da Oh. hattest du ja am Anfang erzählt, dass du eine Woche vorher im Kaufhaus warst und der Verkäufer war total überfordert. Und ich habe mich gefragt, stimmt das wirklich oder hast du dir die Geschichte ausgedacht für die Show? Nein, das stimmte wirklich, weil ich habe mich ja immer auf die Sendung vorbereitet, ja. Und also bin ich ins Kaufhaus marschiert und habe gedacht, okay, nächste Woche zeichnen wir auf. Da müssen wir doch mal gucken, was sie da so zu bieten hat. Und der hat wirklich die ganze Zeit nur, ich glaube, der hat nichts irgendwie verstanden von dem. Und der konnte mir das auch nicht erklären. Und da habe ich gedacht, okay, wenn der es nicht erklären kann, dann müssen wir aber wenigstens in der Sendung erklären, wie es geht. Ach so, das ist dann praktisch, also ist es dann praktisch so, dass teilweise aus den Erfahrungen im echten Leben so die Themen für die Sendung entstanden sind, teilweise. Absolut, absolut so war es. Also vor allen Dingen natürlich, ich habe vorhin übrigens was Falsches gesagt. Er heißt natürlich Klaus Müller. Ja, wollen wir nochmal.
Ich habe vorhin Ralf Möller gedacht, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie an unseren ja, Bodybuilder gedacht. Also der liebe Klaus, der hat natürlich über diese ganzen Spiele getestet. Und dann hörten wir immer, wie er entweder im Büro auf die Tastatur schlug oder Nein rief oder warum geht's nicht weiter oder irgendwas. Und der hat so viel getestet, dass er natürlich auch irgendwann dann immer gesagt hat, also das müssen wir jetzt mal genauer beleuchten. Ja gut, im Beispiel von Schachcomputern hast du ja sogar einen Hersteller von Schachcomputern in die Sendung eingeladen. Das war ja schon praktisch kostenlose Werbung für die Kollegen. Das durfte man damals, aber der war gut, muss ich sagen. Also der war ja empfehlenswert. Das stimmt allerdings, ja. Wenn man so mal guckt, was so feedbackmäßig auf YouTube über die alten Sendungen gesagt wird, sagen viele, du warst eher so die flippige, moderne und der Klaus war eher so der schüchterne Nerd, der irgendwie nicht so richtig gut vor der Kamera wirkte. Hast du das auch so gesehen? Das will ich gar nicht sagen, aber er war natürlich eher ja auch sagen wir, im Laufe seiner Karriere Redakteur. Und irgendwann hat er natürlich dann vor der Kamera auch agiert. Aber er war der Wissende, so würde ich das mal sagen. Der hatte echt richtig Ahnung. Als es schon die Sendung lange nicht mehr gab, habe ich den immer angerufen, wenn ich ein Problem mit dem Computer hatte und habe gesagt, hör mal Klaus, hast du da mal eine Idee? Ja? Und dann hat er sich immer kaputt gelacht und hat gesagt, ich bin doch kein IT-Spezialist. Ja? Aber der wusste das eben. Und ich bin da locker, easy, habe die Interviews geführt und ich kam natürlich auch von Radio Luxemburg, wo wir mit den Hörern locker gesprochen haben und habe dann natürlich auch im Studio und auch mit unseren Gästen genauso locker gesprochen. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, ich meine, soweit reicht es jetzt mein Wissen doch nicht zurück. Habt ihr irgendwelche internationalen Gäste gehabt? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Ich habe aber einen Keller. Und wenn du Lust hast und mal Zeit hast und Ferien hast, dann musst du dir mal die Zeit gönnen, vielleicht 3 Tage, vielleicht auch eine Woche. Und dann gehst du mal in meinen Keller. Und da lagern alle Sendungen noch. Ja, auf VHS. Okay. Und ich suche jemanden, der die endlich mal irgendwie auf DVD bringt oder so. Und dann könnte ich sagen, das war in der und der Sendung. Aber ich habe danach so viel Sendung gemacht, dass ich es dir nicht mehr sagen kann. Interessanterweise habe ich genau zu dem Thema auch ein Interview. Zum Keller aufräumen? Nein, zum Archivieren von Daten und mit dem sprechen wir. Und dann kann der alle Computer, ich habe noch alle Sendungen, ja, so, dann soll er das doch mal online stellen. Also da muss ich wirklich was Süßes sagen. Ich war auf der Gamescom, ja. Und da waren natürlich die YouTuber und was weiß ich und alle Spieleentwickler und jede Menge Teenager und Kids unterwegs. Und ich sollte mit irgendjemandem da ein Interview führen. Und auf einmal kam eine ganze Schlange von junger Menschen hinter mir und die alle, hey, du, ja, du. Und dann dachte ich, okay, da sind irgendwelche wichtigen Leute, die darum gehen. Nein, du. Und ich drehe mich so um. Du bist Biggie Lechtermann. Und ich so, ja, ich war ganz fassungslos. Und dann haben die mir erzählt, und das fand ich so irre, ja, diese Computer-Corner-Sendung, die ist Kult. Und wir suchen nach Schnipseln und Sendungen im Internet, weil wir das irgendwie so witzig und so kultig finden, die alten Sendungen. Und da habe ich schon gesagt, ey, wenn ihr echt Bock habt, räumt meinen Keller auf, dann können wir das Ganze mal online stellen. Das ist ja super interessant. Die Wayback Machine sagt dir was, ne? Ja. Archive.org, wo man Homepages sich angucken kann, wie sie vor 10 Jahren waren. Ja. Und dieses Projekt Archive.org, was ja Bücher und Sendungen so archiviert, da sprechen wir mit dem Chef von der Archivierung nächste Woche. So, erzähl ihm bitte unbedingt von meinem Keller, ja? Und ich wäre so dankbar, ich würde mal dieses Volumen minimieren, weil ich meine, es war ja nicht nur Technik 2000, es war nicht nur Computer Corner, es war 1, 2 oder 3, es war Trivial Pursuit, es war mit dem Kopf durch die Wand, es war Smalltalk bei RTL, es war Lechtermann Live. Es war, ich weiß gar nicht, Trivial Pursuit waren ja über schon 300, 400 Sendungen. Dann jetzt ARD live nach 9, dann meine Gesundheitssendung, Lechtermann Gesundheit und Leben. So, und wenn du dir das jetzt mal alles zusammennimmst, dann kommt dann natürlich ein mega
Ja, also da kommen so viele Sendungen zusammen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das noch hinpacken soll. Ich kann ja mal fragen, ob er irgendjemanden in Deutschland von seinem Team hat, der sich das mal annehmen würde. Weil die machen das ja schon seit 1996 oder so. Also mich hat irgendjemand auch angeschrieben, ob ich noch Material habe. Da gibt es aber tatsächlich auch Radiosendungen. Da habe ich gesagt, Radiosendungen. Da fliegen irgendwo noch ein paar Kassetten. Oh nein, Kassetten. Ich sage, ja, Musikkassetten, wo man das mal mitgeschnitten hat. Ja, alle her damit. Ja, super. Ja, klasse. Wie war das eigentlich? Habt ihr euch auch mal angeguckt, was das Ausland so macht? Computer Chronicles? Stuart Chaffee zum Beispiel? Also Klaus Müller hat sie alle gescreent. Ja, ich glaube, der hat nichts anderes gemacht, als alle zu screenen. Ich habe weniger geguckt, aber ich muss ich muss auch gestehen, zu meiner Entlastung hätte ich was gesagt. Ich habe ja parallel dazu noch meine Sendung bei Radio Luxemburg moderiert. Dann kam ja zeitgleich 1, 2 oder 3, da haben wir auch immer produziert. Und dann ist das irgendwann so geballte Ladung, dass man kaum abends noch irgendwie die Augen aufhalten kann. Ja, ich muss sagen, ich kenne dich als Kind auch von 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei, ne? Genau, ja. So ist es. Und dann ging es ja immer weiter. Dann kam eine Sendung schlagartig nach der anderen. Und und dann ist es wirklich so, dass man jetzt nicht noch was eigentlich schade ist, man müsste die Zeit haben, aber man screent dann nicht mehr dauernd. Aber wenn ich jetzt mal so denke an meine Kindheit, diese Computerei hat ja immer mehr Einzug ins Fernsehen gefunden. Zum Beispiel gab es ja eine Sendung 94, Schnappt Carmen Sandiego, was ja basiert hat auf dieses 1985er Spiel von Brother-Band. Where in the world is Carmen Sandiego? Ja, genau. Und da denke ich mir so, warum schnappt man ein 9 Jahre altes Spiel für den Commodore 64 und holt sich da eine Lizenz aus den USA, was ja sicher nicht günstig war, und macht daraus eine Kindersendung, ja. Ich glaube, es war einfach ein Versuch, ja. Es gab ja auch dann Hugo, ne? Erinnerst du dich noch? Also ja. Auch diese Kabelkanal. Ja, also so richtig, das war okay mal eine Zeit lang. Man hat eigentlich versucht, so ein bisschen auf das neue Medium, Computer zu reagieren und zu sagen, wie integriere ich das mit ins Fernsehen? Aber ich denke, das ist irgendwie ja nicht gelungen. Also das war ein Versuch. Also ein Versuch war es ja auch wert. Ja? Und man hat vielleicht gedacht, vielleicht ist der Fernsehzuschauer noch nicht so weit und merkt es auch nicht so, dass das Spiel an sich schon so alt war. Ja gut, interessanterweise, Hugo war ja ziemlich erfolgreich, das lief ja jahrelang. Ja. Und hat irgendwie 7 verschiedene Moderatorinnen gehabt über die Zeit, weil es schon so lange lief. Ach, das war ja auch süß irgendwie. Das hat doch gut funktioniert. Was auch wieder ein Konzept aus Dänemark war. Ja, also es gab nichts irgendwie, was aus Deutschland gekommen ist. Das war immer so mein Gefühl. Alles irgendwo aus dem Ausland zusammengesucht. Wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen, gibt es ja immer noch nicht. Ja, na gut, es gab dann, glaube ich, irgendwie in Sat.1 mal den Superball, wo man dem Moderator sagen muss, rechts, links mit verbundenen Augen. Hoch, runter, genau. Aber das war so zeitverzögert, da konnte man gar nicht gewinnen. Nee, und das machte es auch etwas schleppend, ne? Ja, wenn du jetzt... Ja gut, lass uns doch mal ein bisschen reden über das Technik 2000. Du hast ja gemeint, während der Zeit vom Computer Corner hattest du dir gedacht, wir könnten doch ein bisschen mehr machen als nur Computerspiele. Jetzt war es ja so, Computer Corner hat ja wirklich nicht nur Computerspiele gemacht, sondern neben Schachcomputer habt ihr auch die Input 64 vorgestellt, was ja ein Magazin war mit Diskette oder mit Datasette. Ja, mit Programmen drauf. War das lief ja auch mit Klaus Möller, dieses Technik 2000. Was war da das Konzept? Weil interessanterweise im Internet findet man zu Technik 2000 nicht so viel. Es hat nicht ganz den Kultstatus erreicht, muss man leider sagen. Ja, aber ich glaube, wenn ich heute mehr Sendungen mal online stellen würde, dann wäre das der Fall. Ja, weil ich meine, wir sind ja ausgerastet, als es den ersten Airbus mit so einem Joystick gab, ja, und passend dazu haben wir dann natürlich auch Gespräche geführt mit Flugsimulationsprogrammen, die es damals neu gab und sowas, aber dass wir wirklich mitgeflogen sind, ja, Start und Landung und ich moderieren durfte aus dem Cockpit auch während der Landung, das war natürlich alles neu und das gab es auch nicht und
ich finde, da sind sehr viele, für uns jedenfalls, abenteuerliche Sachen passiert. Wir waren zum Beispiel in Japan und haben uns da die erste automatisierte Autoproduktion angeguckt. Das war also mit Robotern, das war ja bei uns eher noch klein gehalten, ja, und in Japan war das in vollem Gange. Und das waren Sendungen, die waren sehr ungewöhnlich, weil die natürlich auch gesagt haben, wir zeigen euch auch alles, was wir da so in petto haben. Und das hat einfach Spaß gemacht. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine abenteuerliche Geschichte. Im Vorfeld dieser Airbus-Geschichte mit dem Joystick, den wir abholen sollten, haben wir so einen Vergleich gemacht. So war Fliegen früher. Und da war das so ein Doppeldecker, offen, ja, wo praktisch der Mitflieger vorne saß und der eigentliche Pilot dahinter. Ich war vorne, der Pilot, und es war ein Super-Lufthansa-Pilot, der so eine Lizenz hatte, um solche alten Flugzeuge zu fliegen, saß hinter uns. So. Und wir hatten auch hier im Ohr so einen Knopf, ja, damit wir immer hörten, was unser Regisseur am Boden sagte. Und er hörte das natürlich nicht, der Pilot, aber ich. So, ich habe dann immer Zeichen gegeben. Und wir hatten so eine Intercom, hätte ich fast gesagt, wo wir so miteinander, Pilot und ich als Mitflieger. So, und dann hat er mir vorher noch erklärt, wenn mir irgendwas passiert, vorne sind so Pedale, da kannst du dann hier mit ausgleichen und dann musst du fliegen. Und ich so, was soll denn da passieren? Weißt du, so mit Lederkappe und so richtig noch, so, ne? Und die Kollegen von der Regie sagten, oh, das mit dem Ton, so war das nämlich früher noch, wird schwierig. Wir müssen dir, das war so ein großer Rekorder, den müssen wir dir ans Bein tapen. Den haben die mir geklebt ans Bein, ja. Immer schön mit so einem Paketband, immer wieder drum, ja. Das die Technik. Und dann haben die gesagt, nein, per Funkstrecke geht das nicht, das muss man sich alles vorstellen. Heute kannst du mit dem Handy telefonieren, ja, und sagen, hey, und dann zeichnen wir das auf und dann haben wir da einen Ton. Und es passierte Folgendes. Der Regisseur sagte, ey, das ist aber lahm, wie ihr da rumfliegt, schöne Bilder, aber ihr müsst mal mehr Loopings oder so machen. Und ich dachte, das wäre ein Scherz, ja. Und erkläre ihm hinter mir so, ne? Und er hat das echt, dann hat er losgelegt. Kunstflug. Also Loopings von vorne, runter, wieder hoch. Auf einmal macht es, ja, an meinem Kopf vorbei, da war das diese Tonmaschine, die hatte sich gelöst, das Paketband, traf den an den Kopf, ja, Oje. und den Piloten, und die Maschine ging, Oh Gott. und ich saß da drin und habe nur gedacht, nein. Und dann habe ich mich echt irgendwie sogar, der war echt benommen, weil das war ja ein schweres Teil, ja. Und ich war da irgendwie, was soll ich jetzt machen? Was hat er gesagt? Was muss man doch mal machen? Hochziehen und irgendwas, ja. Und dann habe ich wirklich dann so ganz, aber wie in Panik, ja. Und in dem Moment wurde der auch irgendwo, hat er sich dann, ja, als wenn du einen vor den Kopf kriegst, ne? Und dann wurde dann hinten wach und sagte, oh, und zog das Ding in, aber von so auf so. Und ich saß da nur, ich habe gedacht, Hilfe. So, und dann kamen wir unten an. Und das ist übrigens was, das könnte es heute immer noch in der Nähe des Frankfurter Flughafens geben. Ja? Dieser Kassettenrekorder, diese große Bandmaschine, die sich gelöst hatte, die hat von oben so einen Einschlag genommen, die haben wir nie wiedergefunden. Also irgendwo gibt es noch Tonaufnahmen, die haben sich so tief in die Erde gebohrt, die liegen da immer noch. Das heißt, die Sendung gab es dann mit dem Abschnitt ohne Ton? Nee, das musste ich nachsynchronisieren. Ach, krass. Okay. Ja, und die Originalaufnahmen liegen da immer noch. Irgendwann, in 500 Jahren, sagt einer, guckt sich das Ding an und sagt, was ist das? Ja, weil das ist ja vorsintflutliche Technik. Heutzutage nimmt man eine GoPro, schnallt sich an den Helm, Problem gelöst. Ist das irre? Und auch, du kannst auch im Handy oben telefonieren und hättest gesagt, okay Kinder, ihr wollt mal, dass wir von links nach rechts fliegen, ja, machen wir, ja. Aber Wahnsinn. Na gut, wenn das so jetzt für Technik 2000 war, gab es ja schon Handys, nur glaube ich, waren die eher so backsteinmäßig. Schade, dass ich es jetzt nicht mit hochgebracht habe. Ich habe unten in meinem Büro noch ein Autotelefon, ja. Das ist so groß, so noch größer, so schwer, ja, und hat noch einen richtigen Hörer. Ja, das meiste war ja die Batterie, die man da als Koffer mitschleppen musste, damit das nicht... Wahnsinn, ja. Ja, super. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das alles so toll war, du hast aber danach nicht wirklich mehr Techniksendungen gemacht, oder? Aber es gibt doch auch keine. Wo gibt es denn eine? Ja. Also das fragen wir zwei jetzt mal. Naja, zum Beispiel, wenn ich mir so angucke,
Der WDR Computer Club gibt es ja nicht mehr, aber der eine Wolfgang, der macht noch Computer Club hoch 2 auf YouTube. Ja, aber das ist doch schade, oder? Also ich meine, es gibt doch so viel interessante Technik. Warum blendet das Fernsehen das komplett aus? Das weiß ich allerdings auch nicht. Also mich würde das schon interessieren. Ja gut, ich Aber habe... Ja. es gibt auch so eine Sendung für junge Leute nicht. Also ist doch eigentlich auch spannend, ne, wenn es da sowas gäbe. Aber ist es nicht so, dass die jungen Leute eher nicht mehr das Fernsehen verwenden? Also ich kenne Ja, viele, die ja. sagen, ich habe nur einen Fernseher für Netflix und YouTube. 100% Zustimmung von mir, das ist so. Da hat das Fernsehen auch echt irgendwie den Sprung verpasst. Wenn ich das bei meiner Tochter sehe, die guckt kaum noch Fernsehen. Ja, die sagt, das ist für mich nicht relevant. Ich hole mir alles, was für mich relevant ist. Ja, das gucke ich entweder in der Mediathek nach oder ich schlage es dort nach im Internet. Also das ist schon anders geworden. Aber das ist ein Problem des Fernsehens, weil auch die Angebote für die Jugendlichen einfach in der Form ja gar nicht da sind. Hm. Wie ist denn das, wie findest du das dann so gesellschaftlich? Also, jetzt muss man natürlich sagen, dass jetzt zum Beispiel der Computer Corner ist ja in der Zeit erstanden, wo in Deutschland alles super war, gerade erst angefangen mit der Computerei, aber in den USA zum Beispiel gab es ja 83 den Videogame Crash, wo dann sogar Atari alle alten Module und Konsolen in die Wüste von Mexiko verbuddelt hat, was man ja heutzutage weiß. Und jetzt ist es ja auch so, also dass zu meiner Zeit zum Beispiel, weiß ich noch, in der Grundschule war meine Lehrerin, die für IT zuständig war, ja, war halt eine Frau. Das war für mich jetzt kein Problem. Aber die letzten Jahre gab es ja dann so Sachen wie Gamergate, wo es dann gehießen hat, Frauen gehören nicht in die Videospieleindustrie und so weiter. Manchmal denke ich mir, ist das nicht irgendwo alles so ein Rückschritt? Ich glaube, das sind zwei Dinge. Dass Frauen Spiele programmieren können, ist kein Problem. Die können das ganz hervorragend. Ich glaube, es ging eher so um Spiele, die Frauen dargestellt haben, so klassisch, ja. In der Figur schönen großen Busen, ganz schmale Taille, ja, die Klassiker. Und ich glaube, dass das eben das Problem war, weil viele gesagt haben, hey, das ist nicht schön. Es haben sich ja auch viele Figuren dann verändert tatsächlich, ja, also sind nicht mehr so in der Art gezeichnet worden. Da gab es ja dann auch echt einen Umschwung. Aber ansonsten können Frauen heute programmieren und mit Computern umgehen, da gibt es doch keinen Unterschied, oder? Ja, wie gesagt, für mich war das auch nie ein Thema. Ich habe das halt nur gemerkt, so in anderen Interviews, die haben dann gemeint, ja, aber dieses Thema möchte ich gerne nicht ansprechen, das ist mir unangenehm. Und Echt? ja, das waren dann die Frauen und so, okay, wenn ihr nicht über dieses kontroverse Thema reden wollt, dann nicht. Ich zwinge ja Also ich niemanden denke, wenn dazu. wir jetzt mal sowas nehmen wie Lara Croft, ne? Ja, genau. Zum Beispiel bei Tomb Lara Raider, Croft, habe ich eben auch dran gedacht, ja. ja, weil eben bei Lara Croft sieht man ja wirklich auch, was da passiert ist. Ne? Also von, ja, hat die ja mal weibliche Formen angenommen, ja, mal normale Formen, ist ein bisschen runder geworden und hat sich so dem allgemeinen Bild mehr angepasst. Ich glaube, da ist schon was passiert. Aber du meintest jetzt, ob Frauen Spiele programmieren? Doch, klar. Ja, stimmt schon. Ich meine, 97, wo der erste Teil rausgekommen ist, gab es ja nicht mehr als Pyramiden, als Brüste. Mehr war ja technisch nicht möglich. Das stimmt. Ja, muss man ja so zugeben. Aber da spielt ja auch so ein bisschen die Killerspiel-Sache auch wieder so ein bisschen rein. Ich erinnere mich noch, dass ich als Teenager, wir haben auch Duke Nukem 3D gespielt, was ab 18 ist in der Schule, wenn der Lehrer nicht hingeguckt hat in der Hausaufgabenstunde. Es hat uns nicht interessiert, dass wir 3 Jahre zu jung sind, ganz ehrlich. Das wird heute auch nicht der Fall sein. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, weiß man heute, psychologisch gesichert übrigens, dass zu viel dieser Ballerspiele, und darum geht es eigentlich, ja, einfach nicht gut sieht für die Entwicklung der kindlichen Psyche. Das weiß man, definitiv. Das steht auch außer Frage. Und genau da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe kein Problem damit mit anderen Dingen, aber ich glaube, dass solche brutalen Sachen nicht gut sind für die psychische Entwicklung. Also wenn man das zu häufig, zu oft
Das ist ja wie Ja, praktisch wie bei Horrorfilmen. Wenn man ja, zu gut, viel aber davon guckt, kriegt man irgendwann Fantasien, vielleicht. ja, ja, aber ich denke auch, dass gerade so sage ich immer, Schießfilme oder sonst, also Schießgeschichten, also es muss ihr sagt ja auch Ballerspiele, ja, das muss nicht unbedingt sein. Also ich finde, es gibt auch anderes. Ich weiß auch gar nicht, die Frage kannst du mir beantworten. Früher gab es so viele schöne, nette, freundliche Spiele. Warum driftet das immer mehr ab in so Ballerspiele? Also ich denke, es liegt immer sehr am Genre. Also zum Beispiel mein favorisiertes Genre ist zum Beispiel Rennen, ja, also Need for Speed und zum Beispiel. Und dann kam ja irgendwann GTA, da kann man nicht nur rennen, sondern auch gleich noch irgendwelche Missionen erfüllen und irgendwelche Gangster erschießen. Das hat sich halt irgendwann denke ich mal, durch die Technik ausgeweitet, dass man einfach die Spielekonzepte ausgeweitet hat. Wenn man zum Beispiel mal Need for Speed nimmt, der vorletzte Teil hieß ja auch Payback, weil man nicht nur Rennen gefahren ist und auch gleich noch interaktiv in einem Kinofilm drinnen war, ja. Ich, Wahnsinn. das ist schon krass. Was ganz witzig war, weil ich bin ja mit meinem Diskettenmagazin für den Commodore 64 und Amiga ja als Aussteller auf der Gamescom tätig. Ja, und wo dann EA 2017 mit diesem neuen Rennspiel mit diesen Missionen wie im Kinofilm gekommen ist. Ah, Ich war in der Business Lounge als Presse unterwegs. Es hat keine Sau interessiert von der Presse. Waren alle bei FIFA Soccer. siehst du? Ja, So sieht's aus. ja, also schwierig. Mhm. Schwierig. Die Presse hat eher so erwartet, so ein richtig geiles Rennspiel. Und EA hat gedacht, ne, wir machen mal was Neues, wir machen mal so mit Action und der Spieler ist so in so einem Kinofilm, muss irgendwelche Aufgaben erledigen, irgendwelche Kidnapper stoppen oder so irgendwas. Hat niemanden interessiert. Und es wiederholt sich halt alles irgendwie. Damals gab es noch Möglichkeiten, neue Spielekonzepte zu entwickeln. Heutzutage hat man schon alles irgendwie durch. Das stimmt. Das stimmt. Also mal gucken, vielleicht gibt es aber demnächst eine neue Ebene, wissen wir ja nicht. Ja, ich weiß noch, wo EA dasselbe probiert hat mit FIFA Soccer, wo man dann so eine Story-Mode spielen kann, als aufstrebender Spieler von der Kindheit bis zum Profispieler. Haben die gemeint, das ist ja eher wie Mafia. Ja, mit irgendwelchen Wetteinsätzen, mit irgendwelchen Matches und dann irgendwelche dubiosen, da gibt es ja Sportwetten-Geschichten. Also, es ist schwierig. Aber ich finde es immer schade, dass ich irgendwie 10 Jahre zu jung bin. Ich denke immer, in der Zeit, wo du die Sendung gemacht hast, das muss ja mega spannend gewesen sein, weil alles war neu. Es gab ja jeden Tag irgendwas Neues. Ja, war auch so. Aber ich kann heute nur sagen, ich bin froh, dass ich mich dafür interessiert habe. Ich glaube ganz fest, wer sich nicht dafür interessiert, ja, der verpasst irgendwie auch die Zukunft. Also ich bin heute easy in der Lage, hier mit meinem Computer umzugehen und mit allem. Ich kenne aber tatsächlich Freunde, die sagen, wie geht das nochmal? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja, zum Beispiel meine Mutter ist ja im selben Alter wie du. Und die hat vor 2 Jahren eine E-Mail von ihrer Bank bekommen. SMS-TAN gibt es jetzt nicht mehr, wegen der Sicherheit. Nutzen Sie bitte unsere App. Ja, so, wie mache ich das jetzt? Ich habe ja gar kein Smartphone. Nur hat sich dann vor 2 Jahren ein iPhone gekauft, wegen ihrer Bank, weil es war Smartphone anschaffen oder Bank wechseln. Ja, und ich glaube, dass das in Zukunft noch sehr viel krasser wird, ja, in dieser digitalisierten Welt. Und deshalb finde ich, muss man immer gucken, dass man auch den Anschluss kriegt. Das sage ich ja, es ist ganz gut, wenn man da einfach am Ball bleibt. Und mich interessiert das sehr. Also es ist manchmal so, dass mich echt Kollegen fragen und sagen, kannst du mir das mal erklären? Oder hey, hast du das und das schon ausprobiert? Hast du dir schon überlegt, wenn du gemeint hattest, du würdest gerne mal so Sachen machen? YouTube wäre nicht so deine Plattform? Nee, das ist einfach nicht meine Plattform. Ich finde es ganz nett, aber ich frage mich, was mache ich da? Ja, ich meine, es gibt ja genug Kollegen, die das auch machen. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie der Vorname heißt, aber Lash, Harald Lash, der diese Terra X-Sendungen da Ja, immer macht. ja. Der macht das ja auch im YouTube eigentlich ganz fesch. Okay, aber ja, gut, könnten sie ja. Ist auch okay. Okay. Ja gut, man muss ja nicht. Ich habe nur gedacht, weil du machst ja heutzutage auch so Medientrainerin, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, was heißt Medientrainerin? Aber also ich bringe dir nicht bei, wie die mit Medien im Sinne von einem Computer umgehen, sondern bei mir geht es ja immer um Sprache, Kommunikation, Rhetorik. Das heißt also, es kommt jemand zu mir, der sagt, ich möchte einen Vortrag halten, dann überlege ich mit ihm diesen Vortrag und wir, sage ich, trainieren auch mal, wie er den so spannend hält, dass die Leute eben nicht einschlafen, dass die Leute auf den Stühlen stehen und sagen, wow, ja, so ist es. Also übrigens, Vorträge halten ganz viele Menschen, Ärzte, Politiker, Experten und so weiter. Ich trainiere genauso gut auch mit Kollegen aus dem Fernsehbereich, ja, die ich für Sendungen fit mache nach wie vor. Also auch zum Beispiel jetzt überleg mal in der normalen Geschäftswelt, wenn heute irgendwo ein Businessplan mal vorgestellt wird oder auch die allgemeinen Zahlen, Unternehmenszahlen kommuniziert werden, dann wird das ja heute vielfach hier über so eine Skype-Konferenz gemacht mit den Mitarbeitern. Auch da, finde ich, sollte man ja schon mal wissen, wie man sich da so ein bisschen verhält. Ja, ich habe das immer gelesen, dass man einen nicht so krassen Hintergrund hat. Also man sollte das nicht zu Hause im Schlafzimmer halten und so, wenn man irgendwelche Interviews hat. Ja. Das versteht sich von selber. Aber ich meine, stell dir vor, du hast jetzt, machst du was für deine Mitarbeiter und das wird dann auch online gestellt, ja. Und die orientieren sich ja auch so ein bisschen an ihrem Chef. Wie gibt der sich, wie spricht der, wie kann der sich ausdrücken und so. Und da ist, glaube ich, schon mal wichtig, wenn man mal so ein bisschen trainiert hat und auch drüber nachdenkt. Mich würde auch interessieren, wie siehst du das? Haben die Sendungen, ich habe ja mehrere Sendungen gemacht, zum Beispiel Computer Corner Technik 2000, haben die irgendwie zu einem Mind-Changing beigetragen in der Gesellschaft? Die Meinung über Technik und Computer geändert hat? Geändert nicht, aber ich glaube, sie haben damals extrem dazu beigetragen, dass sich Leute oder auch, sag ich mal, auch Ältere, aber auch Jüngere überhaupt mit dem Thema Computer, was da alles möglich ist, auseinandergesetzt haben. Denn ich meine, nicht jeder hatte ja die Kohle, dass er sich sofort irgendwie ein Atari oder ein Commodore oder irgendwas, was sich auch alles irgendwie schnell überholte und es gab wieder neue Geräte zu kaufen. Und dann mal mit dem ganzen Thema in Berührung zu kommen und zu sehen, was da los ist, ich glaube, da haben wir schon einiges bewirkt. Hättest du irgendwelche Sachen heutzutage anders gemacht, rückblickend betrachtet? Ja, erstens meine Frisur. Okay, ja gut. Waren halt die 80er, 90er, ne? Ja. Zweitens meine Schulterpolster. Nö, ich glaube nicht. Weißt du, da gibt es wahrscheinlich 1000 Sachen, wo man sagt, ach, hätte ich das doch so oder so oder so. Aber es ist, wie es ist und damit ist auch gut. Cool. Glaubst du denn ernsthaft, dass junge Menschen daran Interesse hätten, dass wir so alte Sendungen ins Netz stellen? Aber auf jeden Fall, also wenn man sich mal die Kommentare bei Computer Chronicles angucken, wie die Leute sagen, ach guck mal, so war das damals mit den IBM-Laptops und so. Also super, ja. Gibt's irgendeine Sache, irgendein Thema in der Show, wo du sagst, das hätte ich besser nicht gemacht? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass zum Beispiel beim Stuart Chaffee war es immer, wenn irgendwas mit MIDI war, irgendwelche Piano-Keyboard-Ansteuerungen über Computer, hat er immer gemeint, nee, das haben immer die Leute gehasst, weil das hat nie funktioniert und die Aufzeichnung hat immer irgendwie 6 Stunden gedauert, weil immer ständig die Technik abgestürzt ist. Das hatten wir auch. Wir hatten auch wahnsinnig viele Technikabstürze. Das war mega. Also so viele Technikabstürze hatten wir, glaube ich, nie mehr im Leben in irgendwelchen Sendungen. Aber ansonsten, das kannst du nicht ändern. Ich habe das immer mit stoischer Ruhe genommen. Wenn die Technik abstürzt, stürzt die Technik ab, oder? Das waren ja auch teilweise Sachen, die jetzt nicht wirklich schon erprobt waren, teilweise. Das meine ich. Also, und ich weiß noch, dass die ganzen Techniker beim ZDF da immer standen und sagten, also das wissen wir jetzt auch nicht, ja. Weil da kam ja wirklich, die Fernsehwelt traf praktisch dann auf die Computerwelt. Und da musste ja erstmal geguckt werden und dann auch noch profitechnisch. Also das war nicht ohne. Ja, wobei, interessanterweise ist ja, diese ganzen Computer, C64, Amiga, Atari und alle diejenigen, sind ja eigentlich dafür gemacht, damit sie auf dem Fernseher funktionieren. Aber ich stelle mir das wahrscheinlich so vor, dass natürlich, sagen wir mal, unser schwammeliges Audio-Videosignal oder SCART ist wahrscheinlich im Fernsehbereich eher schlecht.
Ja, also du bist da in einem Studio, da liegen dann schon solche Leitungen. Ja. Ja. Also, wo du dann wirklich sagst, wow, und dann fängst du an zu suchen, wo ist der Fehler? Also das hatten wir häufiger. Solange eben so Sachen nicht passiert, wie ich dir geschildert habe bei Technik 2000, dann so improvisiert werden muss mit der Technik, dass dann irgendwie was schief geht, plötzlich der Rekorder an einem vorbeipfeift, ja, dann geht es ja noch. Und gibt es irgendein Thema, das du denkst, dass man hätte anders angehen können, wo du rückblickend dachtest, das war vielleicht nicht so gut? Es gab bestimmt welche. Es war bestimmt auch einige Themen. Du hast ja vorhin schon gesagt, boah, da habt ihr echt mal eine Sendung über Stromsparen gemacht. Ja? Brauchte vielleicht kein Mensch, hätte man sich auch sparen können. Auf der anderen Seite war das damals tatsächlich auch ein großes Thema. Es wurde immer mehr Strom verbraucht. Ja? Der Strom wurde damals übrigens auch in großen Schritten immer teurer. Und weil es wurden immer mehr Geräte angeschlossen an den Strom. Ich meine, vorher wurde alles sozusagen zum Teil per Hand bewegt, ja. Und dann fing ja eigentlich das Zeitalter an, wo man immer zack sagte, nein, das macht es alles ja mit Strom noch einfacher. Also das war bestimmt jetzt nicht die dollste Sendung unter der Sonne, unter der TV-Sonne. Also, aber ich könnte jetzt nicht sagen, nein, dass da irgendwelche großen Fehler waren. Und was hältst du von dem Retro-Hype, der jetzt so letzten 9 Jahre ausgebrochen ist, dass alles wiederkommt, C64 neu produziert werden? Also dazu kann ich dir nur sagen, ich finde, das ist irre mit diesem Retro-Hype. Also die Leute flippen ja schon völlig aus, wenn ich, Sekunde. Okay. Sekunde. Ich muss mal in die Schublade greifen, ja? Moment, aber ich weiß nicht, ob ich auf Anhieb hier irgendwas finde, weil ich bewahre immer solche Retro-Teile auf. Pass auf, guck mal, aber es wird nicht Begriff. Aha. Ein altes Klapphandy. Ist das irre? Ja. Kommt noch was, pass auf. Er muss ein bisschen in meine Schublade greifen hier, weil ich bin ja manchmal, hier habe ich solche Technikfriedhöfe. Pass auf, was ist das? Oh, ein alter iPod. Yeah! Krass. Krass, oder? Die sind ja heutzutage extrem viel wert auf eBay. Echt? Kann man ja fast gar nicht mehr bezahlen. Also was meinst du, was ich da alles in den Schubladen habe? Und das meine ich. Ich habe hier so viel in den Schubladen, das ist Wahnsinn. Und dieser Retro-Hype geht so weit, dass meine Tochter mir letztens sagte, sag mal, Mama, hast du noch irgendwelche Klamotten aus den 80ern? Ich sage, ja, da ist noch ein Schrank, da denke ich immer, man kann sowas mal für Karneval oder so gebrauchen. Und dann hat die den halben Schrank ausgeräumt, ist ausgerastet, ja, weil da waren original alte Adidas-T-Shirts in Verpackung aus den 80ern, ja, weil ich habe ja mal aktiv Tennis gespielt und wurde dann also doch schon ein bisschen besser, muss ich jetzt heute sagen, und wurde ausgestattet mit solchen Sachen. Und da waren da auch so, weißt du, diese Adidas, Original-Adidas-Geschichten noch mit Schulterpolstern. Wow. Da sagt die Mama, wenn du sowas heute auf eBay versteigerst, das ist so viel Geld. Die hat das aber alles inzwischen mitgenommen. So. Also ich finde diesen Retro halt witzig, weil endlich kann ich meinen alten Kleiderschrank aus dem Keller wieder hochholen, ja, und bin mega aktuell. Und so Sachen wie Schallplatten sind ja auch wieder voll in. Moment. Wobei die heißen heutzutage nicht mehr Schallplatten, die heißen jetzt Vinyl. Aber ich habe noch ganz viele. Ich hatte übrigens den ganzen Dachboden voll, ja, weil in meiner aktiven Zeit als Radiomoderatorin wurde ich ja bemustert von den ganzen Plattenfirmen. Und der Dachboden, der war so extrem voll, ich glaube mit 40.000 Schallplatten, dass der Zwischenboden so eine Beule hatte. Und irgendwie standen da alle und sagten, wow, das geht vom Gewicht her nicht mehr. Und dann habe ich leider den Fehler gemacht und habe einem Kollegen gesagt, der sagte, das ist aber ewig her jetzt, ja, 20 Jahre, du hol das ganze Zeug da raus. Der hat das mitgenommen. Ich habe heute echt nur noch so ein paar Klassiker. Ja, und dann waren irgendwie die ganzen Platten weg. Aber den Rest hat inzwischen meine Tochter. Ja. Krass. Ja, und wie findest du das? Also weißt du was, die ist ja ausgerastet, als sie irgendwie im Keller unterwegs war und sagte, Mama, da steht ja noch ein Plattenspieler. Ich sage, genau. Ja, also bei mir war das ja immer so, ich habe angefangen mit meinem Großvater, das war bei uns immer der Technikfreak, und da habe ich angefangen mit dem C64 und meine Eltern haben immer gemeint, ach, das interessiert in 20 Jahren sowieso niemanden mehr, und ich finde es halt ziemlich cool, dass ich dann irgendwie denen sagen konnte, ihr habt nicht recht gehabt, alles wiedergekommen. Aber guck mal, deine Augen leuchteten schon, als ich dir den alten, das war übrigens der allererste, der auf den Markt kam, den iPod gezeigt habe. Hast du mal gesehen, wie dick der ist? Ja, Wahnsinn, logisch. Ja, Wahnsinn, ja. Und alles noch mit der Rückseite aus Metall, ne?
Genau. Genau wie das erste iPhone. Ja, das ist leider untergegangen bei mir. Das schwimmt in irgendeinem See, aber Ja, das hatte ich auch. ja, es ist schon ziemlich krass, ja. Wobei natürlich immer die Frage ist, wenn man jetzt mal so guckt, was da teilweise verlangt wird für irgendwelche alten Schallplatten oder Elektronik auf eBay, ist das ja schon fast kriminell. Das Ja, stimmt. ja. Aber ich weiß auch nicht, warum wir das alles irgendwann entsorgt hatten, weil wir nicht so viel Platz haben. Wie gesagt, also ich habe da unten allerdings noch so alte Kameras und alte Tonaufnahmegeräte und sowas, weil ich immer denke, wow, das war mal so teuer, was will man das alles entsorgen? Davon habe ich mich, wie gesagt, noch nicht getrennt. Cool. Ja, ja, man muss auch ehrlich sagen, die 90er waren halt so Wegwerfgesellschaft. Also ich weiß noch als Kind immer so, was mein Großvater nicht reparieren konnte, wurde weggeschmissen, neu gekauft. Also wie gesagt, und heute finde ich das alle mega, wenn ich hier mal eben aus der Schublade noch so alte Dinger zaubere. Ja, ist wie bei Christian Spannig, der hat irgendwann einen Akustikkoppler rausgeholt. Wahnsinn, ne? Noch so ein Miniatur für die Telefonzelle, Ja, wenn ja, man unterwegs irgendwelche Daten verschicken will. ja, verrückt. Also was Ja, es da alles so gibt. ja krass. Ähm, das wäre jetzt eigentlich meine Fragen schon gewesen. Super. Ja, Ja, herzlichen Dank. ich danke dir für die Einsicht aus der damaligen Zeit und deine Sicht der Dinge. Bis Mach's dann. gut. Tschüss. Danke. Ciao.